Kennst du das? Der Frühjahr beginnt, du freust dich endlich wieder joggen gehen zu können und dann rennst du los und deine Achillessehne meldet sich und du hast Schmerzen. Am Anfang kann es sein, dass die Schmerzen erstmal später auftreten und dann kann es sein, dass die Schmerzen so stark werden, dass du dann noch gar nicht mehr laufen gehen kannst und sogar gehen wird schwierig. Achillessehnenschmerzen können unterschiedliche Ursachen haben und die ist nie nur an einen Faktor gebunden. Das heißt, eine Fehlstellung von den Füßen, eine Einschränkung von der Beweglichkeit von der Hüfte, vom Knie, Überbelastung, eine Fehlbelastung von den Weichteilstrukturen, all dies kann einen Einfluss darauf haben, auf die Versorgung von der Achillessehne und dadurch können dann halt Beschwerden entstehen. Die Schmerzen entstehen von einem Ungleichgewicht von Belastung und Belastbarkeit. Das heißt, wenn du jetzt halt die Belastung einfach komplett runterbringst und Ruhe nimmst, 3 Wochen, 4 Wochen nicht joggen gehst, sobald du wieder anfängst zu joggen, werden deine Schmerzen wieder zurückkommen, weil du die Belastung runtergebracht hast, aber die Belastbarkeit nicht. Deswegen helfen nur Dehnungsübungen eher kurzfristig, um deine Schmerzen loszuwerden, aber die sorgen nicht dafür, dass du wieder joggen gehen kannst. In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, wie du das wieder anpassen kannst, damit deine Sehne wieder die Belastbarkeit hat, um dir wieder zum Joggen zurückzubringen. Und mein Name ist Wisne vom Bewegungsumfang und wir legen jetzt los. Für die erste Übung, das ist eine aktive Übung zur Dehnung der hinteren Muskulatur von deinen Beinen und auch zur Beweglichkeit der Hüfte. Du solltest dir auf dem Boden ein paar Bücher hinlegen, wenn du einen Stepper hast, einen Stepper. Oder wenn das jetzt halt für dich noch nicht reicht, kannst du es danach auch mit einem Möbel machen. Ich zeige dir gleich nochmal eine Alternative dazu. Wichtig ist dabei, dass du dich jetzt die Füße hüftbreit auseinander. Du sollst deinen Rumpf vorwärts beugen. Das heißt, du machst eine Beugung in der Hüfte. Versuch mal aber dabei nicht nach hinten zu gehen mit dem Gesäß. Und dann wird die Übung so aussehen. Du beugst dich vorwärts. Der Rumpf geht vorwärts, nicht nach hinten gehen mit dem Gesäß. Legst dein Gewicht jetzt auf deine Hände ab und bleibst in dieser Haltung. Dabei solltest du darauf achten, dass die Dehnung, dass du ein bestimmtes Ziehen an der Wade und auf der hinteren Seite von der Kniekehle spürst. Du bleibst in dieser Haltung für 20 Sekunden und gehst dann langsam wieder hoch. Bei dem Hochkommen ist es wichtig, dass du aktiv deine Gesäßmuskulatur aktivierst. Das heißt, du solltest die ganze Zeit vermeiden, dass du nach hinten gehst und dass dein Popo nach hinten weggeht. Diese Dehnung solltest du 3 Mal à 20 Sekunden wiederholen. Wenn es für dich schon zu tief ist und du die Dehnung zu doll spürst, kannst du auch das Gleiche machen, indem du deinen Oberkörper auf ein Möbel abstellst. Und auch hier, du beugst dich vorwärts, legst dein Gewicht auf die Fläche ab und versuchst da in der Hüfte eine Beugung zu bekommen und nicht nach hinten gehen mit deinem Gesäß. Und in dieser Haltung 20 Sekunden bleiben. Dann wieder aufrecht und du wiederholst es 3 Mal. Das heißt, vorwärts beugen über die Hüfte, aktiv in der Haltung bleiben für 20 Sekunden und dann langsam wieder hochkommen. Nachdem du die Dehnungsübung hinter dir hast, das heißt 3 mal 20, dann gehen wir jetzt aktiv auf den Aufbau der Wadenmuskulatur. Und du gehst zurück zu deiner ursprünglichen Haltung. Das heißt, du beugst deinen Körper jetzt vorwärts, legst dein Gewicht jetzt auf der Unterfläche auf und versuchst jetzt in dieser Haltung hochzukommen und wieder runter. Und nochmal hochzukommen und wieder runter. Und diese Bewegung wiederholst du jetzt 12 Mal. 5 und 6,
7. Deine Knie sollen ganz schön gestreckt sein. 8, 9, 10, 11. Und beim letzten Mal bleibst du jetzt 10 Sekunden oben und halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ferse wieder runter, Gesäßmuskulatur aktivieren und wieder hochkommen. Jetzt machst du 30 Sekunden Pause und wiederholst die gleiche Übung. Aber jetzt wirst du die aktive Phase, das heißt das Hochkommen, die wirst du jetzt reduzieren. Das heißt, du machst 10 Wiederholungen nach oben und bei dem 10. Mal, wo du hochkommst, bleibst du dann 15 Sekunden in der Position. Nochmal einmal hochkommen und bei der 3. Serie gehst du dann halt noch einmal nach unten, beugst über die Hüfte runter, legst dein Gewicht auf deine Unterfläche ab, gehst noch 8 Mal hoch, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt beim 8. bleibst du einfach 20 Sekunden oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ferse gehen zurück zu Boden und du rollst wieder hoch. Nutzt dafür deine Gesäßmuskulatur. Für die 2. Übung ist es wichtig, dass du lernst, die Wadenmuskulatur getrennt aufzubauen. Das heißt, warum getrennt? Weil die Wade eigentlich 2 Muskeln sind. Eins davon hat seinen Ansatz oberhalb vom Kniegelenk und das andere unterhalb davon. Deswegen macht es einen riesen Unterschied, ob du deine Übungen, deine Wadeübungen mit gestrecktem Knie oder mit gebeugtem Knie machst. Deswegen werden wir jetzt bei dieser Übung einmal die komplette Serie machen mit dem Knie gestreckt und das zweite mit dem gebeugten Knie. Du suchst dir eine Wand aus, gehst in so eine Plank Position, Unterarmsturz und lehnst dein Gewicht jetzt an der Wand ab. Achte darauf, dass du nicht in Hohlkreuz kommst und dass du deinen gesamten Rücken in der Gerade bleiben. Die Füße sind hüftbreit auseinander und in dieser Position gehst du einfach nach oben. Lehne einen Teil von dem Gewicht an der Wand ab, damit die Übung leichter wird. Und dann gehst du auf den Fußspitzen 12 Mal hoch. Wenn dir die Übung zu leicht ist, dann kannst du das Gleiche in Einbandstand machen. Um zu sagen, ob die Übung zu leicht oder zu schwer ist, ist es wichtig, dass du die 3 Serien erstmal komplett durchführst. Erst dann kannst du sagen, ob die zu leicht oder zu schwer ist. Und genau wie bei der Übung davor, du gehst 12 Mal hoch. Beim 12. Mal hältst du den Fuß oben und bleibst in der Position für 10 Sekunden. Gehst langsam wieder runter. Bei der 2. Serie gehst du dann mit den Füßen 10 Mal hoch und beim 2. Mal bleibst du dann 15 Sekunden oben. Und bei der 3. Serie gehst du dann 8 Mal hoch und bleibst dann anschließend noch 20 Sekunden oben. Zwischen den Serien ist es wichtig, dass du immer ein bisschen Pause anhältst. Das heißt, mindestens 30 bis 55 Sekunden Pause, bis du dann die nächste Serie wieder beginnst. Wenn du einmal die komplette Serie durchgeführt hast, das heißt 12, 10 und 8 Wiederholungen mit dem gestreckten Knie, wiederholst du genau die gleiche Übung, aber jetzt wirst du darauf achten, dass deine Knie halb gebeugt bleiben. Und das wird dann halt nochmal so aussehen. Du gehst auf den Unterarm stützt, lässt deine Füße
hüftbreit auseinander. Achtest darauf, dass du nicht in Hohlkreuz fällst. Und dann beugst du ein bisschen die Knie. Behältst jetzt die Kniebeugung und gehst dann mit gebeugten Knie nach oben. Es kann sein, dass diese Übung dir entweder leichter oder schwer fällt. Schwieriger als davor. Und das hat dann damit zu tun, auf welcher Anteil der Sehne deine Hauptprobleme liegen. Und auch hier folgst du dem gleichen Prinzip wie davor. Du hältst die Kniebeugung, gehst dann auf den Vorfuß, wiederholst die erste Serie 12 Mal und bei dem 12. oben bleiben und halten für 10 Sekunden. Und dann bei der zweiten Serie 10 Wiederholungen und eine Haltungsphase von 15 Sekunden. Und bei dem letzten nochmal 8 Mal hochkommen, die Knie bleiben gebeugt und dann 20 Sekunden halten. Und das ist unsere zweite Übung. Für die letzte Übung, das ist jetzt halt das Anspruchsvolle für die Wadenmuskulatur, aber auch für die Weichteile der Sehne selber. Das heißt, man gibt bei dieser Übung einen Input, dass die Sehne selber stärker wird. Und diese Stärkung erreicht man, indem man aktiv in der Verlängerung der Sehne geht und dann wieder hochkommt. Ich zeige dir jetzt die Übung mit ein paar Büchern auf dem Boden. Im idealen Fall würdest du das an der Treppe machen oder irgendwo, wo du jetzt einen Höherunterschied hast. Du beginnst die Übung immer mit den beiden Füßen. Wenn du dir das zu leicht empfindest, dann kannst du die gleiche Übung wiederholen auf Einbeinstand. Du platzierst deinen Vorfuß auf deine Auflagefläche und dann gehst du jetzt aktiv hoch und dann langsam wieder runter. Und das Ziel ist, dass du irgendwann mit der Ferse tiefer bist als dein Vorfuß. Aktiv hoch und langsam bremsen, wie du runterkommst, bis du komplett unten bist. Und wieder hoch und aktiv runter gehst. Das Hochkommen soll schneller sein als diese Bremsbewegung nach unten. Lass es wirklich zu, dass deine Sehne sich komplett auseinander geht und dann aktiv wieder zusammenzieht. Und diese Übung solltest du 3 Serien machen, jeweils mindestens 12 bis zu 15 Wiederholungen. Wenn es nach dieser 15 Wiederholungen dir zu leicht fällt, dann kannst du das gleiche machen auf Einbeinstand. Und auch da das gleiche Prinzip, du kommst hoch und bremst langsam, wie deine Ferse tiefer wird als dein Vorfuß. Hochkommen und langsam wieder runter. Hoch und langsam wieder runter. Nur dann, wenn du die 3 Serien 15 Wiederholungen gut mit 2 Beinstand schaffst, solltest du die Übung wiederholen oder beziehungsweise die Übung steigern auf ein Bein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und vielleicht kannst du auch mir einen Kommentar geben. Wie ist denn deine Erfahrung mit den Übungen? Bist du immer nur noch beim Dehnen? Ich freue mich auf dich bei unserem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!